Ja, dann würde ich über meine persönliche Entscheidung sprechen zunächst. Genau, also ich bin 29 Jahre alt, also ich bin eigentlich noch im besten Alter, um Kinder zu bekommen, aber ich habe schon vor ein paar Jahren, also vor 2 Jahren beschlossen, dass ich keine Kinder möchte. Ich hatte schon immer das Gefühl, also ich hatte schon immer ein unbequemes Gefühl mit dem Thema, dass ich persönlich Mutter sein sollte und gleichzeitig das Gefühl, aber das muss sein. So, das ist so das, was erwartet wird von der Gesellschaft, meiner Familie, allen. Und ich habe dann so im Zuge dessen, dass ich angefangen habe, mich als Feministin zu identifizieren, beschlossen, nein, ich muss das nicht. Das ist für mich eine feministische Praxis zu sagen, ich entscheide, das nicht zu tun. Ich entscheide selbst, was mit meinem Körper passiert, und ich entscheide, dass Schwangerschaft und Geburt nichts ist, was mit meinem Körper passieren wird. Und ja, und so in meinem Kontext, ich habe das Glück, dass meine Mutter von sich aus, bevor ich ihr das sagen musste, mal zu mir gesagt hat, du, also Enkelkinder brauche ich eigentlich nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist gut, weil ich will gar keine Kinder. Und dann war das geklärt, was auch damit zusammenhängt, dass auch meine Mutter Feministin ist. Vielleicht keine, die sich so bezeichnet, aber die ihr Leben lang feministische Praktiken gelebt hat. Genau. Und ich habe dann in den letzten 2 Jahren sehr oft erlebt, dass vor allem im medizinischen Bereich, also bei ÄrztInnen, das nicht respektiert wird, gar nicht. Vor allem, wenn man so jung ist. Also dann heißt es immer, ja, ihre Meinung können sie ja noch ändern, und es wird einfach nicht ernst genommen, nicht als Entscheidung anerkannt. Und gleichzeitig ist es so ein Thema, nach dem einfach gefragt wird. Also auch wenn es gar nicht darum geht. Nicht mal bei der Gynäkologin, sondern einfach bei einem allgemeinen Arzt, der hat mich einfach gefragt. So als hätte das jetzt irgendwas damit zu tun, warum ich eigentlich gerade da bin. Und das war dann so, es ist ja ein sehr persönliches Thema. Und es ist eine Privatsphäre, die dann eingedrungen wird. Und dann nicht mal dann wird akzeptiert, wenn man sagt, nein, ich habe das so entschieden. Und dann frage ich mich, warum werde ich dann überhaupt gefragt, wenn eh klar ist, was meine Antwort sein muss. Also mein Vater ist nicht Teil meines Lebens. Er weiß nichts davon, aber ich spreche auch nicht mit ihm. So im deutschen Kontext, ja, es stimmt natürlich. Mein Umfeld ist feministisch. Ich habe viele Freundinnen, die auch entschlossen haben, keine Kinder zu bekommen. Und da, klar, gibt es nicht viel, da ecken wir nicht an. Wir sind einer Meinung. Aber was ich in Deutschland beobachte, auch im Zuge so des Rechtspopulismus, der so immer starken ist, dass so eine rassistische Komponente reinkommt. Und das finde ich ganz furchtbar, weil, ja, also die AfD, ne, also die neue rechtspopulistische, rechtsextreme Partei, die so seit 2015 immer mehr Zuspruch bekommt, die haben auch einen Spruch, also oder eine Idee, die ist, ja, wir machen jetzt selber wieder mehr Kinder, wir Deutsche. Weil in Deutschland, wir haben demografischen Wandel, das heißt, wir brauchen Kinder. Wir haben zu viele alte Menschen verglichen mit den jüngeren Generationen. Und deshalb brauchen wir eigentlich auch Immigration, so ganz neutral betrachtet. Wir brauchen Immigration, wir brauchen Menschen, die Kinder bekommen oder Kinder bringen auf irgendwelche Art und Weise. Und deutsche Frauen bekommen aber immer weniger Kinder, weil wir sehr benachteiligt werden, wenn wir entscheiden, Mütter zu werden. Und ja, und jetzt gibt es die Rechten, die sagen, ja, wir machen das selber. Wir bekommen selber die Kinder. Und warum? Natürlich, weil sie rassistisch sind und weil sie nur weiße Kinder haben möchten. Also wenn eine migrantische Frau 5 Kinder hat, dann wird es als Problem betrachtet. Und gleichzeitig wird davon gesprochen, dass wir ja mehr Kinder brauchen und dass wir doch alle bitte Kinder bekommen sollen. Also uns deutschen Frauen, wer auch immer das sein soll, wird gesagt, hier, mach mal Kinder, aber sobald deine Hautfarbe oder irgendwas anderes nicht passt, dann sollst du bitte keine Kinder bekommen. Es ist einfach zutiefst rassistisch. Und ja, es ist, glaube ich, ein Thema, worüber nicht viel gesprochen wird. Auch allgemein denke ich, dass es in Deutschland kein Thema ist, das ein feministisches Thema oder das so sehr im Feminismus eine Rolle spielt, dieses Mutterschaftsthema. Ich denke, ja, klar, die körperliche Erfahrung von Schwangerschaft und Geburt war ein wichtiger Teil meiner Entscheidung. Nicht der einzige, aber ein Teil davon, weil wir auch oft gar nicht darüber sprechen, welche Gefahren einhergehen mit Schwangerschaft und Geburt für Gebärende. Genau, also ich glaube, Schwangerschaft und Geburt wird sehr romantisiert oder dann wiederum so pathologisiert, so heißt es.
Also entweder wird es so als eine wundervolle Erfahrung und dein Körper muss das einmal durchleben, weil du hast ja schließlich eine Gebärmutter, also mach was damit. Oder dann aber wiederum so, Schwangerschaft ist ein anderer Zustand, der so Richtung Krankheit geht. So, du musst besonders auf dich aufpassen, du bist, was ja auch stimmt. Also es ist ja schon so, dass es sehr viel verändert mit deinem Körper. Und ich habe mich auch sehr viel damit beschäftigt, was Schwangerschaft für den Körper bedeutet und Geburt, bevor ich diese Entscheidung getroffen habe. Also es ist nicht, dass ich sage, das ist eine Entscheidung, die ich einfach so getroffen habe. Ich habe mich da sehr viel darüber informiert und die Gefahren, die auch einhergehen damit. Vor allem für Frauen, die nicht so einen guten Zugang zu medizinischer Versorgung haben oder zur Verhütung. Die vielleicht auch gar nicht entscheiden, schwanger zu sein, sondern denen es halt passiert. Und genau deswegen, also deine Frage zu Menstruation, also dadurch, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und so entschlossen in der Entscheidung bin, ja, es ist was passiert, meine Menstruation. Es ist nicht, dass ich jeden Monat denke, oh, ich hätte jetzt schwanger sein sollen, überhaupt nicht. Es ist für mich abgeschlossen. Und die Menstruation passiert natürlich bis in meine Menopause hinein. Aber ja, so ist es. Das gehört dazu. Also eine Sache, die mir ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir, wenn wir über Mutterschaft und Elternschaft sprechen, dass wir nicht immer über biologische Mutterschaft sprechen. Also darüber, selbst schwanger zu werden und Kinder zu bekommen. Ich finde, es ist sehr wichtig, auch innerhalb einer feministischen Praxis darüber nachzudenken, was es für andere Möglichkeiten gibt, Kinder in deinem Leben zu haben, mutterliche Gefühle zu haben für andere Wesen, nicht nur Menschenkinder. Und ich denke, darüber wird viel zu wenig gesprochen. Ich war gestern hier bei dem Feminist Futures Festival hier bei einem Workshop und ich war erstaunt darüber, wie viele Frauen oder Teilnehmende sofort darüber gesprochen haben, so biologische Mutterschaft, selber Kinder bekommen. Wenn wir doch Feministinnen sind und darüber nachdenken sollten oder es sich anbietet, darüber nachzudenken, was das Patriarchat mit Muttersein zu tun hat. Das Patriarchat und der Kapitalismus möchte, dass wir das mit unserem Körper machen. Und es kann ja für uns eine feministische Entscheidung sein, zu sagen, nein, ich lasse das nicht machen mit meinem Körper, aber ich kann trotzdem Kinder in meinem Leben haben. Ich kann trotzdem auch solidarisch sein mit Müttern, die selber geboren haben und natürlich aufgrund von biologischen Dingen an dieses Kind gebunden sind. Aber wir können trotzdem diese Frauen unterstützen oder diese Menschen unterstützen. Vor allem auch, wenn wir nicht Cis-Frauen sind. Ja, auch Cis-Männer, Trans-Menschen wollen ja auch vielleicht Erfahrungen mit Kindern haben. Und das ist so wichtig. Ich denke, es braucht mehr mehr Menschen als nur eine Person, um ein Kind zu bekommen, um ein Kind großzuziehen und auch um ein Kind zu gebären. Keine Frau sollte allein gebären. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Auch innerhalb des Feminismus, sich zu lösen von dieser traditionellen Vorstellung, wenn ich Kinder habe, müssen es meine eigenen sein.